Stellt euch mal vor, es passiert der größte Skandal in der Geschichte des modernen Sports und niemand berichtet darüber. Und wenn ihr jetzt denkt, unmöglich, dann liegt ihr falsch. Denn genau das passiert gerade vor unseren Augen. Gestern hat offiziell das Gerichtsverfahren gegen den FC Barcelona und gegen Enrique Negreira, den ehemaligen Vizepräsidenten der spanischen Schiedsrichter, wegen sportlicher Korruption. Und niemand in Deutschland berichtet darüber. Und dabei gab es eine Riesenenthüllung. Der Sohn von Enrique Negreira wirft dem FC Barcelona und seinem eigenen Vater sportliche Korruption vor. Er hat die gesamte Verteidigungsstrategie des FC Barcelonas in Stücke gerissen. Viel Spaß beim Video. Ich bin ganz ehrlich erschüttert. Als ich gestern gelesen habe, wie die Bombe in Spanien explodiert ist, die Aussage des Sohnes von Enrique Negreira, als die öffentlich wurde, habe ich in Deutschland angefangen zu suchen. Und das letzte Mal, als ich gesucht habe, war heute Morgen, bevor ich dieses Video gedreht habe. Ihr seht, ich habe Google extra jede Möglichkeit geboten und habe nur Sohn und Negreira eingegeben und habe die letzten 24 Stunden genommen. Und schaut euch an, was da ist. Nichts. Ein Reddit-Post, ein Facebook-Post von Real Total. Gott sei Dank kämpfen die an meiner Seite. Im Gegenteil, ansonsten unten steht sogar noch etwas von Foodboom, dass Sandro Rosell die Vorwürfe von Schiedsrichterhilfe zurückweist. Unglaublich. Wir reden über den größten Skandal in der Geschichte des Fußballs. Wir reden darüber, dass ein absoluter Top-Club in Europa über 20 Jahre lang den Vizepräsidenten der Schiedsrichter bezahlt hat. 8,4 Millionen Euro. Wir reden über die goldene Ära des FC Barcelona. Der FC Barcelona von Messi, Piqué, Xavi, Iniesta, Alves etc., Busquets, ich könnte so weitermachen. Pep Guardiola. Dieses Pep-Team, was so hochgejubelt wurde, über diesen FC Barcelona reden wir. Und während dieser Verein besonders national Titel um Titel geholt hat, wurde herausgefunden, dass während dieser Zeit der Vizepräsident, der Schiedsrichter, vom FC Barcelona bezahlt wurde. Und das reichlich. Und das ist meiner Meinung nach vielleicht einer der einzigen Gründe, warum darüber nicht berichtet wird. Vielleicht möchte man diese Nostalgie, dieses Pep-Team im Nachhinein nicht beschmutzen, mit dem wahrscheinlich die meisten Sportjournalisten aufgewachsen sind. Aber die Aufgabe der Journalisten ist nun einmal, die Wahrheit zu übermitteln. Ja, und da viele wahrscheinlich mir vorwerfen werden, ich bin Madridista, ich habe eine Madrid-Brille auf, etc., habe ich extra heute mir vorgenommen, die Argumente, die Beweise nicht selber vorzutragen, sondern sie vortragen zu lassen. Zum einen hören wir uns an, was im Chiringuito besprochen wurde. Und zum anderen hören wir uns an, was in La Sexta, das ist das 6. spanische Fernsehen oder der 6. Kanal, was da gestern berichtet wurde. Die Berichte sind ein bisschen länger, aber sehr aufschlussreich und sehr interessant. Hört sie euch mal an. Nun, heute, nach 1,5 Jahren Ermittlungen, seitdem dieses Verfahren eröffnet wurde, haben endlich die Vernehmungen der Beschuldigten stattgefunden. Bisher hatte nur Enrique Negreira ausgesagt. Er hat allerdings nicht ausgesagt, sondern ist zum Gericht gegangen und hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, nicht auszusagen. Und heute haben wir die Aussagen der anderen 6 Beschuldigten gehört, 4 ehemalige Vorstandsmitglieder des FC Barcelona, darunter die beiden Ex-Präsidenten Andreu Rosell und Josep Maria Bartomeu. Und dann noch 2 Personen aus dem engsten Umfeld von Enrique Negreira, seine Frau und sein Sohn. Und nun ja, es waren sehr zurückhaltende Aussagen, denn die meisten haben
im Grunde nur auf die Fragen ihres eigenen Anwalts geantwortet. Ja, das ist ihr Recht als Beschuldigte und genau das haben sie getan. Keinerlei Risiko eingehen, zu einer absolut mit ihrem Anwalt abgestimmten Aussage erscheinen. Solche Aussagen sind natürlich sehr einfach, weil man am Ende schon weiß, welche Fragen einem gestellt werden. Es ist wie eine Prüfung, bei der man die Fragen schon kennt. Daher war der Einzige, der Staatsanwaltschaft geantwortet hat, Javier Enriquez Romero, der Sohn von Enriquez Negreira. Die anderen haben nur ihrem eigenen Anwalt geantwortet. Und sie haben im Grunde das gesagt, was wir schon wussten. Was aber passiert ist, und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Fortschritt in den heutigen Aussagen, ist, dass sowohl Rosell als auch Bartomeu die Zahlungen anerkannt haben. Und das ist schon sehr wichtig. Diese 8,4 Millionen Euro, die Barça an Enriquez Negreira gezahlt hat, was eine absolut unbestreitbare Tatsache ist, die von der Guardia Civil in ihren Berichten nachgewiesen wurde und die heute die ehemaligen Präsidenten selbst anerkannt haben. Allerdings haben sie gesagt, dass es sich dabei um eine Gegenleistung für diese angeblichen Berichte, für diese angeblichen Videos gehandelt habe. Und hier ist auch die Aussage von Javier Enriquez Romero von großer Bedeutung, denn er hat gesagt, dass er tatsächlich einige dieser Berichte angefertigt hat, die wir ja auch kennengelernt und berichtet haben, dass es Berichte von 2 oder 3 Seiten waren, die Rechtschreibfehler enthielten und sich auf Unklarheiten bezogen. Und nun, über diese Berichte sagt er, dass er 60.000 Euro erhalten hat. Klar, von 60.000 auf 8,4 Millionen Euro ist natürlich ein großer Unterschied. Wo sind die restlichen Berichte? Wo sind die Videos? Er hat das Geld bekommen, nicht sein Vater, oder? Genau, das sind die, die er bekommen hat, die wir kennen, die in der Akte sind. Ungefähr, wenn ich mich recht erinnere, waren es etwa 600 Berichte. Aber klar, das rechtfertigt diese Zahlungen von 8,4 Millionen nicht. Strategie von Enriquez Negreiras Sohn? Nun, er will sich komplett von seinem Vater distanzieren. Offensichtlich möchte er klarstellen, dass er nur 60.000 Euro für diese Berichte bekommen hat, die er erstellt hat. Man müsste natürlich auch die Qualität dieser Berichte bewerten, ob sie wirklich diese 60.000 Euro wert waren. Und natürlich, das ist auch eine Glaubensfrage. Man muss ihm das auch glauben. Aber es überrascht ebenfalls, dass er sagt, obwohl er in diesen Familienunternehmen mit seinem Vater war, wusste er nicht, wie viel Geld hereinkam. Und tatsächlich sagt er, dass er, als er 2019 davon erfährt, und zwar durch die von der Steuerbehörde eingeleitete Untersuchung, sehr wütend auf seinen Vater wird, ihn zur Rede stellt und dieser ihm sagt, er müsse ihm keine Erklärungen geben, woraufhin sie einen heftigen Streit haben. Nun, Javier Enrique ist der Sohn von Enrique Negreira. Und er machte Geschäfte mit Schiedsrichtern, die ihn engagierten. Mehrere dieser Schiedsrichter sind immer noch aktiv. Nun, es ist so, dass die systemische Korruption weitergeht. Der Verband der Ufern und Co. machen mit dem Geist von Negreira weiter, mit Manipulation und Schamlosigkeit. Alfonso Pérez Medina, heute sind das wichtige Aussagen, oder? Ja, sehr wichtige Aussagen, denn es handelt sich um die 6 Beschuldigten zusätzlich zu José María Enrique Negreira, der von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, nicht auszusagen. Unter ihnen, Antonio, sind 2 ehemalige Präsidenten des FC Barcelona, Sandro Rosell und José María Bartomeu, außerdem 2 weitere Funktionäre, die ebenfalls untersucht werden, Albert Soler und Oscar Grau, sowie die Personen, die Enrique Negreira am nächsten stehen. Sein Sohn Javier Enrique Romero, den wir gerade beim Verlassen des Gerichts gesehen haben. Dass seine Frau Ana Paula Rufas gegen Ende des Vormittags aussagen sollte. Sie alle werden wegen dieser Zahlungen in Höhe von 8,4 Millionen Euro zwischen 2001 und 2018 untersucht, die von der Guardia Civil in ihren Berichten eindeutig belegt wurden und laut der Aussage von José María Enrique Negreira selbst gegenüber dem Finanzamt das Ziel hatten, den Wettbewerb neutraler zu gestalten. Neutraler zugunsten des Barça. Zu einer Frage, Alfonso, denn Max Wuster fragte den Sohn von Negreira, Javier Negreira, hat dein Vater Geld bekommen? Das ist bereits bewiesen, dass er vom Barça Geld erhalten hat. Steht außer Frage. Ja, das steht außer Frage. Das wurde in den Berichten der Guardia Civil vollständig belegt. Bis zu 8,4 Millionen Euro zwischen 2001 und 2018. In einigen Fällen wurde versucht, es durch Berichte zu rechtfertigen, in denen Schiedsrichterleistungen analysiert wurden, ebenso durch einige Videos, die in dieser gerichtlichen Untersuchung letztlich auch nicht aufgetaucht sind. Außerdem stellt die Guardia Civil in ihren Berichten fest, der letzte aus dem vergangenen Dezember ist sehr eindeutig, dass die Absicht bestand, diese Einnahmen zu verschleiern, dass zwischengeschaltete Gesellschaften existierten, dass Kapitalbewegungen stattfanden, die keiner wirtschaftlichen Logik folgten, dass viel Geld bewegt wurde, um die Spur des Geldes zu verwischen und dass das Geld letztlich tatsächlich in den eigenen Taschen landete.
von José María Enrique Negreira und entweder per Scheck oder in bar abgehoben wurde. 11, 23, fast 20 Jahre lang hat der Vizepräsident der Schiedsrichter der spanischen Liga vom FC Barcelona 9 Millionen Euro erhalten. 9 Millionen Euro über fast 20 Jahre hinweg. Das ist die Art und Weise, wie der korrupte Index finanziert wird. Jetzt haben Sie den korrupten Rahmen. Wissen Sie, was nach all diesen Jahren passiert ist? Nichts. Ja, da war eine Menge drin. Zum einen, es ist schon sehr auffällig, dass der Einzige, der eine Aussage getätigt hat, auch vor der Staatsanwaltschaft etc., der Sohn von Enriques Negreira war. Also die ganzen Präsidenten, Funktionäre etc., die haben nur vorgefertigte Antworten gegeben von ihren Anwälten. Sehr erstaunlich, denn seit Monaten ließen sie immer wieder verkünden, wir können kaum auf den Prozess warten, wir wollen endlich, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ja, wenn du willst, dass die Wahrheit ans Licht kommt, wenn du nichts zu verbergen hast, dann antwortest du auch auf die Fragen der Staatsanwaltschaft, des Richters etc. pp. Der Einzige, der das getan hat, war der Sohn von Enriques Negreira, der von Anfang an klargemacht hat, was mein Vater mit dem FC Barcelona getan hat, hat nichts mit mir zu tun. Diese Berichte, die ich gemacht habe, dafür habe ich 60.000 Euro bekommen. Wofür mein Vater die 8,4 Millionen bekommen hat, davon habe ich keine Ahnung. Oder wie ihr in La Sexta auch gehört habt, wenn die Zahlungen vom FC Barcelona doch so sauber wären, so ohne Bedenken, dann hätten sie ganz normal vom Vereinskonto Geld überwiesen an die Firmen von Enriques Negreira. Es gäbe keine Zwischenschaltungen, Schecks, es gäbe keine Scheinfirmen, Briefkastenfirmen etc. pp. Diese ganzen Zahlungen hätte man nicht versucht zu verstecken, zu verschleiern, wenn man nichts zu verstecken hätte. Wofür waren diese 8,4 Millionen Euro? Der Richter, der den Fall beim ersten Mal verhandeln wollte, bevor er in Rente gegangen ist, hat es klargemacht. Wir reden über sportliche Korruption. Enriques Negreira war mit dafür zuständig, welche Schiedsrichter in der spanischen Liga Karriere machen, welche Schiedsrichter aufsteigen, welche Schiedsrichter international pfeifen, welche Schiedsrichter wichtige Spiele bekommen und welche Schiedsrichter absteigen. Und die Verteidigungsstrategie vom FC Barcelona oder von einem der Anwälte von Rosell oder Bartomeu, einer der zwei Präsidenten, hat danach in einem Interview auch gesagt, es ist bewiesen worden oder es konnte bis heute nicht bewiesen werden, dass irgendein Spiel manipuliert wurde. Kein Schiedsrichter hat bisher ausgesagt, dass man ihn bezahlt hätte, um ein Spiel zu manipulieren. Aber dieser Mann versucht uns alle für dumm zu verkaufen. Denn wir alle wissen, wie das System funktioniert. Wenn du als Enriques Negreira die Karriere eines Menschen in der Hand hast, ihn ein Jahresgehalt von über 300.000 Euro garantieren kannst, in einem Land, in dem das durchschnittliche Jahreseinkommen ca. 30.000 war, das Zehnfache, dann brauchst du diesem Mann nicht noch extra Geld bezahlen dafür, dass er ein bestimmtes Spiel manipuliert. Die Zahlen, Statistiken, Daten der letzten 20 Jahre zeigen auf, dass der FC Barcelona in diesem Zeitraum gravierend bevorzugt wurde bei allen wichtigen Schiedsrichterstatistiken. Roten Karten, gelben Karten, Elfmeter etc. pp. Und wir reden nicht über einzelne Spiele, wo es mit Sicherheit auch mal eine Situation gab, wo der FC Barcelona benachteiligt wurde oder Madrid bevorzugt. Das passiert in 20 Jahren in der Welt des Fußballs, das ist normal. Wir reden über statistische Abnormalitäten. Wir reden über einen langfristigen Zeitraum, in dem Zahlen, Fakten, Daten gesammelt wurden. Und Real Madrid TV diese auch immer wieder aufzeigt. Und man muss natürlich bei so einem Fall auch bedenken, dass jeder Angeklagte natürlich eine eigene Verteidigungsstrategie hat. Die Präsidenten vom FC Barcelona, die Funktionäre, die wurden mit der Hand in der Keksdose erwischt. Die können jetzt nicht sagen, wir wussten nichts von den Zahlungen etc. Die haben die Zahlungen zum ersten Mal
offiziell bestätigt. Naja, die Guardia Civil hatte die Zahlungen zwar schon bestätigt, aber nun hört man das erste Mal vom Präsidenten vom FC Barcelona offiziell, dass die Zahlungen getätigt wurden. Und die versuchen natürlich weiterhin zu verteidigen, dass es für Schiedsrichterberichte war. Dem bleibt natürlich nichts anderes übrig. Allerdings hat der Sohn von Enriquez Negreira den Boden unter den Füßen weggezogen, indem er klargemacht hat, nein. Die Schiedsrichterberichte habe ich nur gemacht, dafür habe ich 60.000 gekriegt. Das hat nichts mit den 8,4 Millionen Euro zu tun. Und um euch nochmal in Erinnerung zu rufen, hören wir uns mal an, was Joan Laporta zu diesem Fall vor wenigen Monaten gesagt hat. Nun, ob ich das in dem Moment gut oder schlecht fand, also ehrlich gesagt kenne ich diese Herren persönlich nicht, aber was ich weiß, ist im Grunde, dass derjenige, der die Beziehung zum Barca geführt hat, der Sohn war, Sie sagten, er sei ein sehr guter Profi und der Sohn erbrachte die Dienstleistungen für die Unternehmen des Vaters, mit denen er verbunden war. Ob er Stellvertreter oder Administrator war, ist unklar. Präsident, ahnen Sie, warum man Negreira unter Bartomeu nicht mehr bezahlte, als er als Vize des Schiedsrichterausschusses zurücktrat? Das weiß ich nicht mehr. Ja, schade, Herr Laporta. Die einzige Verteidigungsstrategie, wir haben den Sohn für die Berichte diese 8,4 Millionen Euro gezahlt, ist gestern vor Gericht zerstört worden. Ich habe immer wieder gesagt, wir müssen warten, bis das Gerichtsverfahren startet. Denn wenn die Menschen zum ersten Mal vor wirklichen Konsequenzen stehen, dann sollte im besten Fall die Wahrheit ans Licht kommen. Der Sohn hat die Wahrheit gestern veröffentlicht. Die Berichte waren nicht der Grund für die 8,4 Millionen Euro. Joan Laporta hat alle belogen. Lesen wir uns hierzu mal einen Bericht von El Español vor. Die sind die Vorreiter in diesem ganzen Negreira-Prozess. Die haben die offiziellen Aussagen. Darauf hatten sie Zugriff. Lesen wir uns den Artikel zusammen einmal durch. Negreiras Sohn wirft Barcelona und seinem Vater vor, die 7,5 Millionen waren nicht für die Berichte, ich habe 60.000 Euro bekommen. El Español hat Zugang zu der Aussage von Javier Enriquez vor dem Richter im Fall Negreira, in dem dem Verein und dem ehemaligen Vizepräsidenten des CTA Korruption vorgeworfen wird. Javier Enriquez Romero, Sohn von José Marías Enriquez Negreira, dem ehemaligen Vizepräsidenten des CTA, versichert dem Richter am Donnerstag, er habe nichts von der Beziehung seines Vaters zum FC Barcelona gewusst. Zudem bezeichnet er die Beziehungen, nachdem ihm die Fakten nun bekannt seien, als unethisch. Ja, wen wundert's. In seiner Aussage vor dem Richter, die El Español vorliegen hatte, behauptet Negreiras Sohn, dass die 7,5 Millionen Euro, die sein Vater zwischen 2001 und 2018 von Barca erhalten habe, nicht für die von ihm verfassten Berichte bestimmt gewesen seien. Javier Enriquez behauptete, er habe 60.000 Euro erhalten. Dies widerlegt die Version von Joan Laporta, dem heutigen Barca-Direktor, von dem Negreira während seiner ersten Amtszeit beim Verein 2008 bis 2010 ebenfalls Geld erhielt. Laporta rechtfertigte die Zahlungen an Negreira mit Berichten seines Sohnes, der dies später bestreitet und sowohl seinem Vater als auch Barca Korruption vorwirft. Der eigene Sohn. Die Richterin des 13. Untersuchungsgerichts von Barcelona, Alejandra Gil, lud für diesen Donnerstag Javier Enriquez sowie die ehemaligen Barca-Präsidenten Sandro Rosell und José María Bartomeu zur Befragung vor. Beide bestätigten, dass die Vergütung von Negreiras Sohn nicht mit der seines Vaters vergleichbar sei. Rosell war der Zweite, der den Raum betrat. Wie El Español erfuhr, machte der ehemalige Präsident des katalanischen Clubs von 2010 bis 2014 Real Madrid für die Beziehungen zwischen Negreira und Barca verantwortlich, weil sie unseren sportlichen Erfolg nicht akzeptieren. Rosell erklärte außerdem, dass die Summe, die Negreira jährlich erhalten habe, für einen Verein wie den FC Barcelona unzureichend sei. Er sagte außerdem, er habe von den Berichten nichts gewusst, mehr als nur oberflächlich. Also, um das nochmal klar zu machen, Rosell, der ehemalige Präsident vom FC Barcelona, sagt, Real Madrid sei schuld an der Beziehung vom FC Barcelona und Negreira, weil Madrid die Titel vom FC Barcelona nicht akzeptiert. Diese Aussage, die geht vielleicht so ein bisschen unter, aber die ist sau wichtig. Diese Aussage bestätigt doch, dass der FC Barcelona den Negreira kontaktiert hat
für Beeinflussung. Sie hatten also Angst, dass Madrid die Schiedsrichter beeinflussen würde, vermute ich mal, weil was soll er sonst damit meinen, dass Madrid die Titel nicht akzeptiert? Und deshalb haben sie Kontakt zu Negreira aufgenommen, um sich quasi gegen Madrid zu wehren. Ich wiederhole, Negreira selber hatte vor dem Finanzamt gesagt, ich wurde vom FC Barcelona gezahlt dafür, dass es Neutralität gäbe. Davon, dass es abwegig ist, dass es überhaupt Neutralität, dass man Neutralität bezahlen kann. Das widerspricht sich in sich. Man kann nicht für Neutralität bezahlen. Lesen wir mal weiter. Als Angeklagte traten auch der frühere Profisportdirektor von Barça, Albert Soler, und der frühere Geschäftsführer des Clubs, Oscar Grau, auf. Die ebenfalls zitierte Partnerin von José María Enríquez Negreira, Ana Paula Rufas, berief sich auf ihr Recht, nicht auszusagen. Ich erinnere euch dran. Albert Soler, der gestern vorgeladen war, der aussagen musste, der frühere Profisportdirektor von Barça, ist danach in das CAS gewechselt, in dieses Sportministerium, und hat mit an den Gesetzen gearbeitet, die unter anderem die Verjährung von schweren Straftaten im Sport bestimmt hat. Das heißt, der selber verwickelt war in dieser Korruption, die ihm ja vorgeworfen wird, hat danach mit an dem Gesetz gearbeitet, wo es hieß, dass solche schwere sportliche Straftaten nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren verjähren. Unglaublich. Ja, um dieses Video nicht noch weiter ausarten zu lassen, um es nicht zu kompliziert zu machen, das ist der aktuelle Stand im Fall Negreira. Dieser Mythos, diese Märchen, dass der Fall ja schon ad acta gelegt worden wäre, der FC Barcelona wäre freigesprochen, es könnte nichts festgestellt worden, etc., ist alles falsch. Der Gerichtsprozess hat gestern gestartet und die Karten vom FC Barcelona stehen schlecht. Und jetzt bitte ich dich, bitte ich euch, verlinkt dieses Video, verlinkt die Bild, Sport 1, die FAZ, die Welt, den Stern, wen auch immer. Wir reden über den größten Sportskandal, wahrscheinlich in der Geschichte des Fußballs, und keiner berichtet darüber. Unterstützt dieses Video weiterhin mit einem Like, teilt es, lasst ein Follow da, wenn ihr weiterhin darüber informiert werden wollt, was Stand der Sache ist, denn in den nächsten Wochen, Monaten geht es weiter. Auch ein Joan Laporta muss noch aussagen, auch ein Luis Enrique, auch ein Ernesto Valverde etc. pp. Dieser Fall ist noch lange nicht vorbei. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. A la Madrid.